Servus und willkommen auf meinem Kanal RLP. Heute soll es um Stative gehen. Das Thema beschäftigt, glaube ich, jeden Fotografen von Beginn an, außer man ist irgendwie in einer speziellen Branche, wo man es nicht braucht. Aber andererseits auch in der Welt der Influencer, der Creator oder eben auch so im privaten Bereich. Ja, also alles, was man etwas länger belichten muss oder vielleicht, wo man irgendwas nicht stören will, wie zum Beispiel eine Biene, die anfliegt oder ein Insekt, ein Schmetterling, wie auch immer, irgendwas, wo man halt was aufstellen muss und sagt, okay, ich stelle da mein Handy, meine Kamera, wie auch immer da rein ins Stativ oder mach die dran und will halt von der Ferne auslösen zum Beispiel. Und ich habe jetzt eins zugeschickt bekommen. Es ist quasi meine erste Kooperation. Darum würde es mich auch riesig freuen, wenn ihr unten über meinen Link bestellt, wenn es euch interessiert. Und ihr habt zwei Möglichkeiten. Einmal von CraftGeek selbst den Link mit meinem Gutscheincode RLPhotoPro. Da bekommt ihr 15% Rabatt auf die Bestellung. Oder alternativ auch über den Amazon-Link. Das sind beides Affiliate-Links. Entsprechend würde ich halt eine kleine Provision kriegen, wenn ihr über meinen Link bestellt. Das heißt, ihr würdet mich quasi ohne Mehrkosten supporten, dass mein Kanal ein paar Cent bekommt und ich es halt wieder für irgendwelche anderen Sachen investieren kann. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Danke dafür schon mal. Ja, aber um welches Stativ geht's denn jetzt überhaupt? Es ist quasi so eine Art Stativ und Selfie-Stick in einem, wenn man es denn braucht. Und zwar ist es hier der Just Tap Tripod von CraftGeek. Und das Teil ist wirklich sehr lang, 164 cm. Ich habe es mal nachgemessen, wenn man das Ganze auszieht. Sieht dann so aus, solange er noch zusammengefaltet ist. Ich zeige euch den aber gleich noch nach dem Intro ausführlich. Von daher würde ich sagen, los geht's. Ja, ganz kurz vorab. Interessante Kombi, das Stativ und ich, vor allem, dass es eine Kooperation geworden ist. Ich habe nämlich tatsächlich vorab, bevor ich da überhaupt angefragt wurde, schon mal nach neuen Stativen gesucht, weil ich ja jetzt doch immer MagSafe benutze bei meinen Smartphones, egal ob mit so einem Aufklebering oder eben auch in dem Case an sich schon hinten drin. Aber ich habe mir dann gedacht, Mensch, da muss es doch irgendwie was Komfortableres geben. Ich habe ja sonst immer mein Rollei-Stativ hier gehabt mit diesem Small Rig Cage. Und ja, das ist super, wenn man zum Beispiel auch noch sowas im Urlaub dabei hat. Wobei, mich hat's schon manchmal ein bisschen genervt, muss ich sagen, weil das Stativ plus der Cage sind halt 1,5 Kilo. Und hier haben wir jetzt 460 Gramm, 465 Gramm. Ich schreibe es genau mal unten noch mit rein. Und ich muss ehrlich sagen, das hier, wie gesagt, wenn ihr eine große Kamera dabei habt, top, ihr könnt es abschrauben, ihr habt einen AK Swiss Schuh und so weiter. Und es passt halt jedes Handy auch rein, wobei das mit MagSafe auch kein Thema ist. Aber es ist halt wirklich klobig, ihr müsst hier die Beine so runterklappen. Ja, da klappt ihr euch erstmal einen aus, dann müsst ihr dann diese Beine langziehen, etc. etc. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Das Teil ist halt sperriger und wirklich nicht kompakt. Manchmal hat es mich einfach genervt, wie gesagt, wenn ich da irgendwie nur unterwegs war. Ich habe dann noch so einen kleinen Rucksack, den ich immer mitnehme und da hat es einfach auch nicht reingepasst. Das hat dann oben rausgeschaut und so. War irgendwie nervig, vor allem wenn man es halt viel nutzen will und auch mal Langzeitbelichtungen am Meer macht und so mit ND-Filter, dass man da schön das Meer weich zeichnet. Und ja, das mache ich auch mit einem Smartphone. Nicht alles immer mit einer Kamera, weil die will ich halt auch nicht immer mitschleppen. Ja, und dann habe ich mich halt ein bisschen umgeschaut, wie immer halt bei Amazon und habe eben auch den von CraftGeek gefunden gehabt, habe den auch mit in meiner Wunschliste drin gehabt und ein paar andere. Und den fand ich halt ganz cool, weil das Teil halt einfach hier so einen Fernauslöser gleich noch mit dabei hat. Den könnt ihr unten mit USB-C ganz easy laden. Das hat man im Urlaub eh immer mit dabei oder auch privat. Ihr habt oben halt die MagSafe-Platte. Man kann das Teil einfach, wie gesagt, 1,64 Meter ausziehen. Und ihr könnt das Ding halt auch, brauche ich persönlich jetzt nicht, hier vorne knicken. Und zwar als Selfie-Stick nutzen. Aber das Knicken braucht ihr auf jeden Fall zum Fotografieren noch. Und ist halt super praktisch. Ist übrigens relativ starr beim Aus- und Einziehen. Wobei ich das halt nicht als Negativpunkt sehen würde,
weil das Teil muss ja auch halten. Ja? Wenn ihr das Handy drauf habt und es fährt dann so langsam ein, bringt es euch halt auch nichts. Entsprechend super gut. Ihr könnt übrigens den Knopf hier so oder so rum reinmachen. So ist es halt für einen Selfie-Stick besser, dann kommt ihr halt direkt hin. Und ja, ist halt super praktisch fürs Fernauslösen. Wie verbindet man den Knopf mit dem Handy? Ganz einfach, ihr geht hier auf den Knopf drauf, haltet den gedrückt, 3 Sekunden lang und dann fängt er an grün zu blinken hier und dann ist der Kopplungsmodus da. Der blinkt jetzt bei mir nicht grün, weil ich habe ihn schon mit dem Handy verbunden. Entsprechend ist das hinfällig. Ich schalte ihn jetzt nochmal wieder aus, weil sonst geht die ganze Zeit mein Handy hier an. Aber das allerbeste Feature zeige ich euch noch. Ich habe ja gerade schon gezeigt, hier beim Rollei-Stativ muss man halt einfach immer die Füße ausklappen und aufdrehen etc. Im Endeffekt ist es hier eine ganz simple Technik und ich finde es richtig geil gemacht. Ihr könnt nämlich einfach das Ding fallen lassen und dann springt er auf. Also der Tripod geht auf, wenn ihr den fallen lasst am Boden. Ihr klappt ihn wieder zusammen und das war's. Ihr könnt es natürlich auch so machen. Das geht genauso. Oder eben leicht mit dem Daumen draufdrücken oder mit dem Zeigefinger. Und dann geht's auch. Zeigefinger ist tatsächlich ein bisschen schwieriger. Aber allein die Funktion finde ich richtig genial. Und dann schiebt ihr halt nur noch das hier raus in die, geht wirklich bis zur Decke. Okay, gut. Und dann könnt ihr das eben ausziehen. Tipp von mir, wenn ihr irgendwie draußen was fotografiert und ihr braucht nicht die ganze Höhe, macht es nicht mit den dünnen Stäbchen, dass ihr da fotografiert, sondern fahrt es ganz aus und fahrt die dünnen Teile ein, so dass ihr mit den dickeren Gestänge quasi arbeitet, weil es einfach stabiler ist. Das ist auch tatsächlich bei den großen Stativen der Fall. Also jeder Fotograf, der das irgendwie beruflich macht, der fährt quasi erst die großen Stäbe aus oder die großen Beine und dann die ganz dünnen am Ende, weil das einfach wabbeliger wird, nicht mehr ganz so stabil. Das kommt natürlich auch auf Stativ drauf an. Aber so viel der Tipp von mir. Und ihr könnt natürlich hier oben dann, wenn ihr jetzt zum Beispiel Astrofotografie machen wollt, ich klemme jetzt mal mein Trifold hier rein, muss ich nur den Stand hier ein bisschen verstellen. Also wie gesagt, MagSafe hält auch ein Galaxy Trifold aus, übrigens auch aufgeklappt. Und ihr könnt es dann entsprechend auch, wenn ihr wollt, so drehen. Das hält auch. So, also wenn ihr mal irgendwie Fußball schauen wollt, ja, könnt ihr es auch nutzen, weil wir gerade WM haben. Ja, macht es dran, kauft euch ein günstiges Galaxy Trifold, dann seid ihr halt mit knapp 4.000 Euro dabei und habt halt ein Setup, wo ihr Fernsehen schauen könnt, wo immer ihr wollt. Ansonsten, ja, wie gesagt, hält es aus. Ich kann das in alle Richtungen drehen. Natürlich auch eingeklappt, ganz klar. Und cool ist halt wirklich, ihr könnt, also beachtet das hier nicht, das ist jetzt so ein Ständer, der hier von mir dran geklebt wurde und nicht ganz so optimal positioniert ist für MagSafe. Und ihr könnt halt wirklich auch das hier so runterklappen und dann könnt ihr das nach oben fotografieren lassen. Wenn ihr zum Beispiel mal eine Galaxie Milchstraße zum Beispiel fotografieren wollt, Langzeitbelichtung, da werdet ihr es brauchen. Und da ist halt auch wirklich der Fernauslöser Gold wert. Ansonsten könnt ihr natürlich das Ganze auch nach unten stellen. Alles um 180 Grad quasi. Einmal nach unten 90 Grad, nach oben 90 Grad. Und ja, ist halt auch sehr stabil dann in dem Winkel. Ja, und was war mein Ziel eigentlich jetzt mit so einem Stativ? Ganz einfach. Ja. Ich wollte was Kompaktes haben. Das hat jetzt auch nichts damit zu tun, dass ich eine Kooperation mit Craftgeek habe. Also wer meinen Kanal folgt, der weiß auch, dass ich halt Kooperationen auch schon abgelehnt habe. Und da waren etliche dabei, die wären zwar interessant gewesen, hätten aber irgendwie nicht zu meinem Kanal gepasst und auch nicht irgendwie so hundertprozentig zu dem, was ich vertreten würde und wo ich dahinter stehe. Und ich finde, es ist einfach wichtig. Ja, ich will ja meiner Linie und meiner Ehrlichkeit treu bleiben, muss man ehrlich sagen. Und ich habe auch hier bei Craftgeek zum Beispiel gesagt, ja, also ich will da keinen Vertrag haben. Ja, entweder ihr schickt mir das zu,
ihr lasst mir das testen, ihr lasst mir auch die Zeit, die ich dafür brauche, um das Ganze zu testen. Und dann werde ich halt ein Review dazu machen und das auch ehrlich. Wenn es jetzt arg schlecht ausfallen würde, dann kann man nochmal Rücksprache halten. Aber ansonsten waren die sehr, sehr freundlich und haben gesagt, das ist kein Problem, ich soll mir Zeit lassen, ich kann das testen, ich kann auch was Negatives berichten. Und ich muss ehrlich sagen, das einzige Negative, da war ich aber selbst schuld dran, ist, dass ich da vorne, man sieht es vielleicht, hier seht ihr diese Delle hier. Ja, das war meine eigene Schuld. Ich habe da ein Sandkörnchen oder irgendwas drin gehabt. Ich habe es nämlich draußen benutzt, habe Bienen damit fotografiert und gefilmt und habe dann anscheinend ein Sandkörnchen drauf gehabt. Hatte mein Handy hier so drin, ja, wie man es halt so hatte, so. Ja. Bauen wir es nochmal auf. So hatte ich es drin. Und dann habe ich mir gedacht, oh, das wäre jetzt ein cooler Moment, um hochkant zu fotografieren. Habe es hochkant gedreht und habe schon gehört, wie es ratscht. Und man sieht es auch bei meiner Hütte. Ja, schön hier den Kratzer auf der Seite hier reingemacht. Ja, ärgerlich, nicht weiter dramatisch, kann aber das Stativ nichts dafür. Das ist halt einfach meine Schuld, weil ich es halt im Endeffekt vergeigt habe, vernünftig sauber zu machen. Vorher ist mir auf jeden Fall eine Lehre. Es war zum Glück nicht das Handy selbst, sondern ja, im Endeffekt die Hülle, die kann man ersetzen. Alles nicht so dramatisch. Um beim Thema ehrliche Reviews zu bleiben, ich habe tatsächlich einen Punkt, der mich ab und zu mal kurz gestört hat, aber ich weiß mittlerweile, wie ich damit umgehen kann, drum zeige ich es euch einfach gleich. Und zwar, wenn ihr das Stativ aufgestellt habt und ihr so fotografiert und jetzt wollt ihr aber auf was anderes umschwenken, dann haben andere Stative meistens den Kugelkopf, das heißt, ihr dreht es halt so rüber. Das geht auch bis zu einem gewissen Grad, also es ist nach links und rechts bis zum gewissen Grad möglich. Und ich habe auch den Hintergrund mittlerweile verstanden, warum, aber halt nicht weiter. So. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, warum haben sie denn da keinen kleinen Kugelkopf noch reingemacht? Das wäre doch richtig cool gewesen, dass man das einfach so 360 Grad rumdrehen kann. Ist halt so. So. Aber ganz ehrlich, ihr könnt eigentlich alle Winkel abdecken. Wie gesagt, von hier bis hier geht's. Und wenn ihr weiter müsst, dann dreht ihr einfach das Stativ ein Stück und könnt quasi von dem Winkel bis zu dem weitergehen oder eben auch noch weiter. Ja, einfach wieder die Beine verstellen. Es ist halt, ich sag mal bei mir so aus fotografischer Vergangenheit einfach Macht der Gewohnheit, dass ich so einen Kugelkopf habe, den drehe ich auf und dann drehe ich es halt um und fertig. Habe ich jetzt hier halt nicht. Ist nicht dramatisch, aber für die Version 2 zum Beispiel wäre das echt ein cooles Teil. Wenn man das drehen könnte, dann wäre das halt absolut perfekt. So ist es halt Gewohnheit, stellt so auf, wie ihr es braucht und dann funktioniert das Ganze auch super. Ja, was war noch mit dabei? Einmal ein Standard USB auf USB-C-Kabel. Brauchen wir eigentlich nicht, haben wir, denke ich mal, alle zu Hause, wenn wir ein Smartphone haben und halt diese Magnetring bzw. der Metallring, der halt dann hier arretiert. Ja, also den könnt ihr dann entsprechend auf euer Smartphone kleben oder auf eure Hülle. Ich empfehle tatsächlich immer eine Hülle zu nutzen. Das ist einfach besser. Ihr könnt es natürlich auch auf Smartphone machen, aber ja, wenn ich da mir denke, okay, da war vielleicht jetzt wirklich ein Sandkörnchen bei mir dran, jetzt hätte ich diesen Kratzer im Smartphone drin, das wäre echt unschön. Also ich würde immer eine Hülle verwenden dafür. Und wenn ihr euch eine MagSafe-Hülle kauft, nur zum Fotografieren, ja, andere haben ja auch irgendwelche Fotografie-Kits für Smartphone, da müsst ihr ja auch eine Hülle drauf machen. Kauft euch eine Ultra Slim Hülle oder irgendwas Dünnes, wo ihr immer dabei haben könnt im Urlaub. Die meisten haben ja eh eine Hülle dran mit MagSafe und dann seid ihr hier ready to go, ohne dass ihr eben diesen Ring, den ich hoffentlich hier wieder runterbringe, weil der echt stark ist, überhaupt aufkleben müsst. Das wollte ich sagen. Genau, also, das wird echt schwierig, aber okay. Boah. Also die hatten schon geschrieben, dass da so ein Ring dabei ist und die super strong sind, aber dass die so super strong da halten, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ist auf jeden Fall gefühlt fester als der Ring in meinem Aramid-Case hier. Genau, okay. Also das ist quasi alles zum Stativ. Wirklich simpel und halt einfach super praktisch für einen Urlaub oder für Reisen oder auch hier, wenn ihr wandert und ihr wollt da irgendwas Spezielles fotografieren.
dann braucht ihr halt manchmal ein Stativ und eben der bereits integrierte Bluetooth-Fernauslöser, was eben zum Beispiel für die Biene hier im Anflug absolut essentiell war. Da ist wirklich ein Stativ nötig. Und auch bei Astrofotografie zum Beispiel, bei Dämmerung, wenn ihr länger belichtet, die Bilder werden deutlich besser. Schaut auch unbedingt mal bei meiner Fotografie-Masterclass vorbei. Ich verlinke euch unten mal die Playlist dazu. Da habe ich nämlich mal alles erklärt, auch zum Thema Makro, zum Thema Sport und auch zum Thema, wie fotografiere ich in der Nacht mit dem Smartphone. Habe auch ein Basic-Video gemacht, was sind überhaupt so Einstellungen, was ist ISO, ja, was ist eine Belichtungszeit und so weiter und so weiter mit dem Xiaomi 15 Ultra damals. Und in dem Sinne würde ich jeden wirklich ans Herz legen, holt euch mal ein Stativ, probiert es vielleicht auch einfach mal aus. Ja, also viele sagen vielleicht, naja, ich mache doch so auch ganz gute Bilder. Aber wenn ihr vielleicht auch die Masterclass jetzt angeguckt habt im Nachgang, dann habt ihr vielleicht auch mal Bock, ein bisschen besser und auch ein bisschen ja, bewusster zu fotografieren. Ja. Die Leute, die fotografieren heutzutage mit dem Smartphone einfach dermaßen unbewusst. Oft passt dann die Optik, die Ästhetik vom Bild gar nicht. Und ich bin halt wirklich einfach der Fan, einfach mal ein bisschen Auge fürs Bild zu bekommen. Ihr habt dann halt auch mehr davon. Ja, gerade im Urlaub, wenn ihr schöne Aufnahmen macht, dann nehmt euch doch einfach mal eine Minute länger Zeit. Schaut euch mal die Gegend an. Wie schaut's aus? Wo könnt man vielleicht coole Bilder machen? Macht auch erstmal gerne ohne Stativ, zum Beispiel Testfotos. So mache ich es auch oft. Und dann baue ich mein Stativ da auf, wo es am besten ausgeschaut hat und mache entsprechend die Bilder. Es macht mehr Spaß, es schaut am Ende besser aus und ihr habt halt vielleicht auch mal was, wo ihr groß ausdrucken könnt und hinhängen könnt am Handy. Schaut man die Bilder meistens nach einem Jahr gar nicht mehr an oder nach ein paar Wochen schon. Von daher, da habt ihr einfach mehr davon. Und man muss auch ehrlich sagen, der Invest von knapp 40 Euro mit meinem Gutscheincode, wie gesagt, 15% nochmal günstiger bei CraftGeek selbst. Da habt ihr halt auch nicht viel, was ihr falsch machen könnt. Ihr könnt es ja auch für Familienbilder und so weiter dann nehmen. Handy rein, Bluetooth-Fernauslöser mitnehmen. Der geht knapp 10 Meter, wenn keine Wand dazwischen ist. Aber wer fotografiert dann eine Wand? Also von daher, ja, habt ihr halt da echt mehr Flexibilität, ein kompaktes Design und ihr habt es halt auch immer dabei. Ja, das ist ja auch bei der Fotografie immer so ein Thema. Was ist die beste Kamera? Die ich immer dabei habe. Und das hier, das packt ihr in einen Mini-Rucksack rein und gut ist. Ja. Könnt es vielleicht sogar auch in die Hosentasche schieben. Weil es irgendwie doch viel Spaß macht, muss ich sagen, lasse ich es jetzt nochmal für euch fallen. Und zu meinem Fazit komme ich jetzt auch. Ich habe es jetzt tatsächlich knapp über einen Monat schon und habe es auch ausgiebig testen können. Habe da auch, ja, mein Hauptgebiet halt ist dann wirklich so ein bisschen Insekten und Astro damit fotografiert. Schnelle Dinge ist natürlich Freihand dann immer besser, aber auf solche Themen ist es wirklich super, super praktisch. Ich habe es auch wirklich deutlich öfter dabei gehabt als hier den Klopper von vorher. Den behalte ich natürlich auch noch, einfach weil ich es halt für meine normalen Kameras brauche. Dafür hatte ich es auch ursprünglich gekauft und nicht für Smartphone. Aber das hier, wenn ich mit dem Smartphone unterwegs bin im Urlaub, wird definitiv mein Nummer 1 Stativ. Und wie gesagt, das hat jetzt auch nichts mit der Kooperation zu tun. Das war einfach nur witziger Zufall, dass die halt in dem Moment geschrieben haben, wo ich schon in meiner Wunschliste drin hatte und ich halt eben keine Vorgaben hatte, was ich erzählen muss, darf, wie auch immer. Und ja, freue mich natürlich, wenn ihr mich da ein bisschen supportet. Ansonsten soll es das erstmal gewesen sein mit dem Stativ. Wenn ihr es über meine Links bestellt habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare, würde mich natürlich freuen. Dann können wir uns auch ein bisschen drüber austauschen, wie so eure Erfahrung damit war. Der CraftGeek-Link, wie gesagt, in der Beschreibung mit RL Photo Pro, dem Code 15% oder alternativ eben der Amazon Affiliate-Link. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr dran geblieben seid und freue mich natürlich, wenn ihr tolle Bilder mit dem CraftGeek Stativ macht. Von daher bestellen, auf Fototour gehen und nehmt euch Zeit dafür. Nehmt es einfach so ein bisschen zum Relaxen, auch zum Rauskommen. Und in der Natur gibt es wirklich viel zu sehen, gerade im Makro- und Astro-Bereich. Und ich wünsche euch eine angenehme Woche. Bis zum nächsten Video. Ciao.